Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Ich will euch heute mal zeigen, wie ich meinen super leckeren Bienenstich mache. Es ist zwar ein bisschen viel Arbeit, oder was heißt viel Arbeit, es sind viele Zeitabstände auch dazwischen, aber der lohnt sich wirklich. Und ich zeige euch jetzt einmal die Zutaten für die Creme. Ich mache das nämlich nach und nach, weil das halt so viel ist. Aber ihr braucht keine Angst davor haben, weil so schlimm ist das gar nicht. Ich fange jetzt einfach mal mit der Creme an und dazu braucht ihr Folgendes. 500 Milliliter Milch. Tue ich schon mal hier rein. Fängt schon chaotisch an. Dann 60 Gramm Stärke, Speisestärke. Ein Esslöffel Vanillezucker. 4 Esslöffel normalen Zucker. Und 4 Esslöffel normalen Zucker. Das verrühren wir uns jetzt einmal. Ihr braucht zusätzlich auch noch 150 Gramm Butter. Die muss allerdings, die wird später erst eingerührt. Deswegen lassen wir die jetzt einfach mal so beiseite. So. Wenn ihr das gut verrührt habt, könnt ihr es schon mal auf den Herd stellen. Und bei nicht ganz so starker Hitze zum Kochen bringen. Köcheln, nicht kochen. Ihr werdet das merken, wenn das dicker wird, oder wenn es anfängt dick zu werden, ruhig den Herd schon kleiner stellen. Und dann müssen wir jetzt erstmal warten. Es wird schon ein bisschen dicker. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen runtergedreht. Durch die Stärke dürft ihr das nicht zu stark erhitzen, weil sonst klumpt das nachher. Das ist eigentlich wie bei Pudding. Und jetzt halt, gerade wenn es dicker wird, gar nicht aufhören zu rühren. Immer wieder rühren. Dann dürftet ihr eigentlich keine Klumpen da drin haben. Und vorsichtig, dass hier alles rausschwappt. Und wieder ging es ein bisschen zu schnell. Jetzt muss man direkt den Topf von der Platte nehmen. Weil sonst wäre es zu klumpig geworden, zu dick geworden. Aber das ist schon eine gute Konsistenz. Das sage ich aber, wenn ihr so da durchgeht und das Fäden zieht, dann ist das perfekt. Jetzt tun wir uns das erstmal noch in eine Schüssel, damit das besser abkühlen kann. Die Folie seht ihr auch gleich, wofür die ist. So. Jetzt habe ich hier keinen Teller, aber ich habe ja Lappen. Einfach nur in die Schüssel füllen. Es hat nicht ganz die Konsistenz vom Pudding, dadurch, dass die Creme auch richtig fest werden soll. Nachher ist auch ein bisschen mehr Stärke drin. Jetzt ist die Masse hier drin, nur die halbe Masse quasi. Jetzt tun wir uns die Folie so da drauf, dass sich da keine Haut bildet. Und das lassen wir jetzt mit der Butter zusammen. Oder wir stellen uns das jetzt mit der Butter zusammen an die Seite. Das muss jetzt nämlich erstmal auf Zimmertemperatur abkühlen, damit beides wirklich die gleiche Temperatur hat. Während unsere Crememasse jetzt abkühlt oder auskühlt, auf Zimmertemperatur runterkühlt, so genau, können wir schon mal den Teig machen. Dafür braucht ihr 130 Milliliter Milch, 5 Gramm Hefe, Trockenhefe, 35 Gramm weiche Butter, 250 Gramm Mehl, 35 Gramm Zucker und so eine kleine Prise Salz. Und wir lösen als erstes jetzt erstmal die Hefe in der Milch auf. Also in der Lauwarmmilch, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gesagt habe. Einfach nur reintun und verrühren. Währenddessen können wir schon mal in so eine Rührschüssel das Mehl reintun. Mit dem Zucker. Und der Butter. Den Schneebesen für nehmen. Und tun uns noch so eine mini kleine Prise Salz da rein.
Die Hefe ist jetzt aufgelöst. Die kommt jetzt auch dazu. Dadurch, dass meine Maschine ja nur noch Eiweiß und was schlagen kann, muss ich das jetzt mit Hand verrühren. Aber mache ich ja immer so, von daher geht das. Den knete ich mir jetzt noch mal einmal zusammen. So. Und dann forme ich den einfach zu einer Kugel. Und den lassen wir jetzt ungefähr 30 Minuten gehen. Abgedeckt, Entschuldigung. Ihr müsst ihn abdecken, ist besser bei Hefeteig. Der Teig ist jetzt ein bisschen gegangen. Jetzt rollen wir uns den einmal aus. Mache ich mir einmal hier Mehl auf die Arbeitsfläche. Und knete den noch mal kurz durch. Ich habe schon wieder was vergessen. So. Und jetzt rolle ich mir den auf das Maß von der Springform aus ungefähr. Ich mache das jetzt in der 26er Springform. Da habt ihr auch mal so ein Maß für die Angaben, fällt mir so ein. Mach mir den mal so ein bisschen größer. Jetzt hier auf das Backpapier. Und tue mir den Teig da drauf. Dann nehme ich mir die Springform. Mache den Boden schon mal darunter. Kann ich mir nämlich schon mal so grob. Also ich merke den hier durch. Kann ich hier schon mal so grob gucken wegen der Größe. Das nicht zusammenschieben. Noch ein Tick zu groß, aber ist ja nicht schlimm. Jetzt mache ich mir einfach hier ein bisschen Butter auf die Küchenrolle und fette den Rahmen ein. Schön viel hilft viel. So kann sich der Kuchen dann nachher nämlich besser daraus lösen. Muss ich einmal gucken, so. Jetzt stülpe ich das da drüber. Ja, da ist ja ein normales Backpapier ein bisschen besser, dann merkt man besser. Aber so geht's auch. Und drücke mir den Teig hier nochmal so ein bisschen wirklich in die Form. Aber ihr seht jetzt auch schon, hat sich gut hier so zusammengezogen. Und jetzt hole ich mal kurz das, was ich vergessen habe, nämlich eine Gabel. Und steche mir einfach nur so ein paar Mal hier in den Teig rein. Und den lassen wir jetzt noch mal ungefähr eine halbe Stunde zugedeckt gehen. Und in der Zwischenzeit machen wir uns schon mal so diese Mandel-Karamell-Überzug-Mischung fertig, weil die muss dann auch noch mal kurz abkühlen. Wir machen jetzt die Mandelmischung und dafür brauchen wir dann 100 Gramm Butter, 65 Gramm Zucker, 3 Teelöffel Honig, 3 Esslöffel Sahne und 125 bis 150 Gramm Mandeln. Ich mache den Herd schon mal an. Wir müssen das jetzt nämlich so aufkochen oder erhitzen. Dafür tun wir dann die Butter in den Topf. Ich habe euch die ganzen Zutaten auch nochmal in die Videobeschreibung geschrieben, weil das ja jetzt so ein bisschen chaotisch ist. So, dann den Zucker dazu. Aber da könnt ihr dann in Ruhe nochmal nachgucken. Den Honig auch noch da rein. Den will aber nicht so, wie ich will. Und die Sahne. Die Mandeln lassen wir erstmal noch raus, die kommen gleich. Das Verrühren geht eh gleich leichter, wenn die Butter angeschmolzen ist. Das ist jetzt schon gut am Köcheln. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis der Zucker sich noch ein bisschen karamellisiert hat.
Jetzt bin ich der Meinung, ist es soweit für die Mandeln. Die kommen jetzt einfach nur da rein. Ich nehme schon mal vom Herd. So. Und werden jetzt untergerührt. Schön alles vermischen. Dass auch wirklich an jeder Mandel was dran klebt. Und dann lasst ihr das jetzt ganz kurz auskühlen. Oder heißt ganz kurz, es soll ein bisschen auskühlen, aber halt nicht hart werden. Der Teig ist soweit jetzt gegangen. Jetzt tun wir hier die Mandelmischung rein. Und jetzt verteilen wir das da drauf. Ja, müsst ihr ein bisschen halt gucken, dass schön überall was von dem Zeugs ist. So. Das Ganze kommt jetzt für 20 Minuten ungefähr bei 200 Grad in den Backofen. Dann wird der Teig natürlich auch noch ein bisschen höher gehen. Und dann lassen wir das auch noch mal schön auskühlen im Boden. Und am besten, wenn der schon recht ausgekühlt ist, tut den noch mal im Kühlschrank, weil dann könnt ihr den nachher richtig schön durchschneiden. Unser Kuchen ist jetzt fertig, also der Teig ist fertig. Jetzt machen wir noch die Creme zu Ende. Dafür nehmen wir die Butter, tun die in die Rührschüssel. Ja. So. Und schlagen die einmal kurz auf. Machen wir einmal so. Das reicht. Jetzt nehme ich diesen Deckel ab und ziehe die Folie ab. Einigermaßen. Okay, ich muss mal meine Hände waschen. Aber die Folie ist schon mal ab. Tun wir den Aufsatz wieder drauf. Und jetzt tue ich nach und nach die Creme mit dabei. Immer so löffelweise, immer dazu und immer weiter schlagen, bis alles eine schöne sämige Masse ist. Das müsste reichen. Die lassen wir einmal kurz. Jetzt kommt nämlich wieder meine persönliche Königsdisziplin. Den Tortenboden oder den Kuchenboden so mitten durchschneiden. Ich finde, man riecht der Kuchen schon echt gut. Ha, hat geklappt. So. Dann habe ich mir hier meine Springform schon mal hingestellt. Da kommt der erstmal wieder drauf. Ja. Der Deckel ab. Und jetzt der Rand von der Springform wieder drauf. Einfach nur, weil das halt jetzt so matschig werden könnte, weil das ja noch weich ist, die Füllung. Es wird aber gleich im Kühlschrank gut. So, zumachen. Und jetzt kommt die Creme nämlich da rein. Oh, die sieht gut aus. Verteilen. Und den Deckel wieder drauf. Ist gut, dass da Karamell ist.
kann den nicht schöner draufpacken. So. Das Ganze kommt jetzt für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Ich kann nicht genau sagen, wie lange. Müssen wir zwischendurch gucken. Ansonsten sehen wir uns dann beim Probieren wieder. Unser Kuchen ist fertig. Ich hoffe, er ist fest. Das sehen wir jetzt gleich. Ich schneide den jetzt einmal an für euch. Kleiner Tipp: Wellenschliffmesser bei Bienenstich, damit ihr durch diese Karamellkruste kommt. Oder besser durchkommt. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Oh. Ihr habt ja mehr Zeit. Wir haben den jetzt so, glaube ich, 2 Stunden im Kühlschrank gelassen. Solltet ihr ein bisschen länger lassen. Aber wenn bei mir nichts schief geht, dann ist es ja langweilig. Aber schmecken tut er trotzdem. Einmal vorsichtig darunter machen. Und ich probiere den jetzt für euch. Richtig lecker. Der ist trotzdem schön fluffig, saftig. Und wenn ihr den jetzt noch ein bisschen länger im Kühlschrank packt, dann wird er auch fest. Und ich esse den trotzdem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten leckeren Rezept wieder. Bis dann. Ciao. Dafür brauchen wir dann 65 Gramm Butter. Ich mache den gleich.